Rabea Rogge ist die erste Deutsche, die ins All geflogen ist. 3,5 Tage verbrachte die damals 29-Jährige mit ihren Crewmitgliedern in einer Raumkapsel, um Experimente durchzuführen. Ich war tatsächlich sehr kritisch, als ich vorher gehört habe, man muss ins All fliegen, um die Liebe zur Erde zu finden. Und ich glaube auch immer noch, dass man die Liebe zur Erde auch auf der Erde findet. Auch in die Arktis und die raue See um Westafrika hat die Elektroingenieurin und Robotikforscherin schon Expeditionen unternommen. Mich faszinieren extreme Umgebungen einfach, weil man auf einmal denkt, okay, ich muss wirklich mein Bestes geben, um in dieser Situation Erfolg zu haben. Was sie in diesen extremen Umgebungen über Teamwork gelernt hat und was sie für die Zukunft der Menschheit hofft, darüber spricht sie jetzt bei Wie machst du das bloß? Ihr seid bei Wie machst du das bloß? Einem Videopodcast der Zeit. Wir sprechen mit Menschen, die etwas Erstaunliches tun und von denen wir denken, dass sie uns etwas für unser Leben mitgeben können. Mein Name ist Monika Pielert und neben mir sitzt Marc Heiwinkel. Hallo. Hallo. Und wir begrüßen Rabea Rogge hier in unserem Berliner Studio. Schön, dass du da bist, Rabea. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein heute. Und wir freuen uns, dass du da bist. Du hattest einen langen Weg. Du wohnst nämlich eigentlich in Norwegen. Das stimmt, genau. Ich mache gerade mein Doktorat in Norwegen, in Trondheim, über arktische Robotik. Es ist jetzt schon ein Jahr her, beziehungsweise über ein Jahr, dass du im All warst. Aber wir müssen noch mal darüber sprechen, weil das ist natürlich das Eindrucksvolle, das du getan hast zuletzt. Lass uns mal einen Blick in die Kapsel werfen oder auf die Kapsel, in der ihr da gesessen habt. Also noch mal die Zahlen. 3,5 Tage, 4 Personen auf circa 4 mal 4 Quadratmetern, richtig? Ja. Wie fühlt sich das an, Rabea? Tatsächlich gar nicht so eng, wie man sich es vorstellt. Ich finde vor allen Dingen, weil man auf einmal eine dritte Dimension hat, hat man so viele andere Orientierungen, dass ich überrascht war. Also wir haben ja auch zum Beispiel 28 Stunden auf der Erde in so einer Kapsel mal geübt und das war wirklich eng. Okay. Aber da kann man auch wirklich nirgendwo hin, oder? Aber wenn man auf einmal schweben kann, wohin man möchte, dann war das total okay. Wir gucken uns diese Grafik nochmal an. Bei dieser Dragon 2 Kapsel, die ihr dann geflogen seid, ist was anders im Vergleich zur ersten. Also es ist bestimmt vieles anders, aber das Signifikanteste ist, glaube ich, dass dieser Roboterarm fehlt, mit dem man an der ISS andocken kann. Richtig? Also tatsächlich kann man auch mit der Crew Dragon, also mit der 2, an die ISS andocken, wenn man einfach einen anderen Aufsatz hat. Bei uns war es jetzt so, dass wir eine Cupola, also eine Art Glas hatten, also sehr, sehr viele Schichten Glas, so dass wir rausgucken konnten, aber man kann, wenn man jetzt an die ISS docken möchte, da so einen Docking-Mechanismus anbauen. Aber dieses Glas interessiert mich besonders, weil das ist natürlich ein sehr großes Glas, aus dem man dann einen sehr guten Blick hatte. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal da rausgeguckt hast? Was hast du da gesehen? Ja, das erste Mal habe ich tatsächlich aus einem Seitenfenster geguckt, ganz am Anfang, weil es gibt noch eine Art Luke, die man aufmachen muss. Das heißt, wenn man gerade im Orbit angekommen ist und dann so diesen ersten Blick der Erde sieht, ich glaube, das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass es einfach sehr hell war und sie sich super schnell gedreht hat. Also das konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Uns wurde das natürlich auch berichtet. Es kann auch natürlich Übelkeit hervorrufen, also so ist jetzt nicht super schnell, aber man sieht halt wirklich, dass die Erde sich dreht. Was für mich aber eindrucksvoller war, als wir uns einen ganzen Orbit, also 90 Minuten lang Zeit genommen haben, uns wirklich mal die ganze Erde anzuschauen. Und das, finde ich, war für mich der emotionalere Moment. Hast du da irgendwie einen anderen Blick auf die Erde bekommen? Ja, ich war tatsächlich sehr kritisch, als ich vorher gehört habe, man muss ins All fliegen, um die Liebe zur Erde zu finden. Und ich glaube auch immer noch, dass man die Liebe zur Erde auch auf der Erde findet. Ich denke aber, es ist vielleicht für jeden ein anders emotionaler Moment. Und für mich war es eher, dass ich dachte, wow, wir haben wirklich den perfekten Planeten und die perfekten Voraussetzungen, alles zu machen, was wir machen wollen als Menschheit. Also es liegt wirklich in unserer Hand. Unsere Körper haben sich super schnell angepasst an die Schwerelosigkeit. Und wir waren da, sage ich mal, in einem Wunderwerk der Technik, also ein Raumschiff, was sich selbst fliegt. Deswegen bin ich zurückgekommen mit der Überzeugung, dass wir erst am Anfang von all dem stehen, was wir erreichen können als Menschheit. Mhm. Das hört sich sehr demütig an. Ja. Hast du da ein anderes Verhältnis zu entwickelt? Ich denke, für mich ist es auch sehr ermutigend. Vor allen Dingen natürlich sehr demütig. Also ich finde, man sollte immer bescheiden und auf dem Boden der Tatsachen bleiben, auch wenn man im All ist, hoffentlich. Aber ich würde sagen, es ist sehr ermutigend, weil es heißt, dass wir es ja wirklich in der Hand haben. Oder? Also auch so in Zeiten von sehr viel Krisen heißt es, dass wir die Menschen sein können, die die Lösungen finden.
Ich bin ein ganz großer Star Trek-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seid. Ich bin bei Star Wars. Ich auch. Bei Star Trek, große Utopie, schöne Science-Fiction, da gibt es Raumschiffe, die haben Teppichboden und da stehen Topfpflanzen rum. Und wenn man sich dann die wirkliche Raumfahrt anguckt, dann hat man es halt zu tun mit engen Kapseln und man hat es halt auch zu tun mit einem Menschen, der es auch schon geschafft hat, den Orbit zu verschmutzen. Es gab ein großes visuelles Stück, da gucken wir jetzt auch mal rein. Da hat unser Daten- und Visualisierungsteam gezeigt, wie der Orbit schon verschmutzt ist, mit was für Kleinstteilen oder auch größeren Trümmerstücken. Und da denke ich mir, hey, jetzt in so eine Kapsel reinzusteigen, die halt keinen Teppichboden und keine Topfpflanzen hat und da über uns schwebt dieser ganze Müll, das muss doch wahnsinnig beängstigend sein, oder, Rabea? Also hast du dir diese Gedanken auch gemacht, als du in dieser Kapsel saßt, oh Gott, wo fliegen wir da hin? Ich habe sie mir tatsächlich vorher gemacht, würde ich sagen, weil natürlich denkt man, also für mich sind die echten Abenteurer immer sehr vorsichtige Leute, im Sinne von, man denkt an alle Risiken, die es so geben kann und ob es das wert ist, würde ich jetzt sagen. Sonst ist es eher Leichtsinn. Das ist für mich der Unterschied. Und ich habe mich vorher gefragt, okay, wie groß ist das Risiko eigentlich? Weil ich kenne auch die Grafiken und wie wir sie jetzt wahrscheinlich gerade gesehen haben. Und es gibt auch ein Syndrom, das Kessler-Syndrom, was man vermeiden möchte. Das wäre der Punkt, wo man dann, wo man eine Kollision hat, die eine andere auslöst, die wieder eine andere auslöst, sodass man eine Kettenreaktion hat, die nicht mehr aufhört. Und das wäre wirklich schlimm. Deswegen finde ich das auch ein sehr wichtiges Thema. Ich würde jetzt sagen, als wir da oben waren, also so voll sieht es da nicht aus. Man sieht tatsächlich schon ab und zu Satelliten wie auf der Erde, also so als kleine Lichtpunkte. Aber wir sind, denke ich mal, noch ziemlich weit davon entfernt. Und ich finde es auch eine sehr gute Übung darin, wie man zusammenarbeitet als globale Gemeinschaft. Und zum Beispiel alle Stücke über 10 Zentimeter, soweit ich weiß, werden getrackt. Das heißt, wenn man in so einem Raumschiff ist und man sieht, dass es eine Kollision geben würde, kann man dem auch ausweichen. Sag mal, wie packt man eigentlich fürs All für 3,5 Tage? Wie packt man? Also wir waren eine Erkundungsmission. Fram 2 war die erste astronautische Mission, die über beide Polarregionen der Erde geflogen ist. Das heißt, wir haben all unser Essen mitgenommen, all unser Wasser. Wir sind nicht an die ISS angedockt, wo man dann mehrere Monate bleiben kann. Einfach um zu zeigen, dass ein neuer Orbit auch machbar ist. Genau, das heißt, man nimmt alles mit, was man so braucht. Kleidung, Essen, alles an Treibstoff, genau. Du hast ja, bevor du ins All geflogen bist, auch schon auf Forschungsschiffen gearbeitet. Auch ein enger Raum. Was hast du denn da so als für Teamwork mitgenommen, dass du im All wirklich auch gebrauchen konntest? Oder war das eine ganz andere Situation? Nein, super Frage. Ich finde, es war wirklich sehr, sehr ähnlich. Also ich muss sagen, wenn jetzt wir aber auch so, wie eng ist so eine Kapsel reden, fand ich es enger oder man hat weniger persönlichen Raum bei 3 Monaten auf See. Das Schiff ist größer, aber man hat wie keinen Rückzugsort. Und ich glaube, das ist das, was mir damals eher auch zu schaffen gemacht hat oder womit man sich beschäftigt und denkt so, das hatte ich jetzt vorher noch nicht. Und was dann wichtig ist, finde ich, ist Ehrlichkeit. Also auf jeden Fall, dass man zum Beispiel Fehler zugibt oder dass man auch schnell sagt, so, oh hey, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich möchte jetzt vielleicht gerade keinen Smalltalk machen, bevor man das so, sag ich mal, in sich reinfrisst und dann kommt es eher zur Eskalation. Also bei uns auf dem Schiff hat man wirklich auch gesehen, wir waren, glaube ich, alle sehr direkte Menschen und jetzt auch auf der Mission waren wir sehr direkt, ohne das persönlich zu nehmen. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten so Teamwork-Geheimnisse. Und ich finde, damit steht und fällt alles. Weil wenn man schlechtes Teamwork hat, dann kann so eine 3,5-Tages-Mission, denke ich, wie eine sehr, sehr schlimmes Sommercamp wirken, aus dem man eigentlich sofort zurück möchte. Und wie war das mit deinen 3 Kollegen? Ja, ich glaube, wir hatten 2 Geheimnisse. Das eine war Klarheit und das andere war Humor. Ja. Das heißt, wenn man irgendwie den Fuß von jemandem im Gesicht hatte, dann hat man sich nicht dran genervt, sondern dann fand man es gerade lustig und gesagt, so, hey, park den doch mal woanders. Und wir waren auch eine sehr musikalische Gruppe, würde ich sagen. Also wir hatten sehr viele so kleine Elemente, die uns verbunden haben. Und das hat, glaube ich, sehr viel ausgemacht. Also wurde viel gesungen dann im All, oder wie? Nicht so viel, aber also mal kurz und auch in der Vorbereitung, glaube ich, eher viel. So, ja. Und was für Lieder waren das so? Wir hatten sehr viel David Bowie, was ich als Berlinerin auch schön, genau. Das zum Beispiel, ja. Lass uns mal über diese Vorbereitung noch sprechen. Man ist ja nicht einfach Team, sobald man in diese Kapsel setzt. Man muss das ja alles lernen, diese Ehrlichkeit auch auszuhalten oder sie einander entgegenzubringen. Wie lief denn das genau ab? Was habt ihr gemacht?
Genau, wir hatten ein Jahr lang Training vorher mit verschiedenen Elementen. Wir hatten ein Gruppendynamik-Element, also was jetzt speziell auf Gruppendynamik ausgelegt ist. Das war eine Kajak-Expedition in Alaska. Wir sind alle 4 aber Abenteurer und Abenteurerinnen. Das heißt, für uns, man kennt es vielleicht schon so ein bisschen, aber da lernt man vielleicht, was für ein Typ Mensch sein Teamkollege ist oder seine Teamkollegin. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Mensch ist, der, wenn er gestresst ist oder sie gestresst ist, eher sich zurückzieht und dann fragt man, hey, brauchst du Hilfe, brauchst du etwas? Dann eskaliert man die Situation eher, als wenn man das weiß und weiß, okay, da braucht jemand gerade mal seine Ruhe. Ich glaube, ich bin so eine Person, die gerne es hat, wenn Leute fragen, so, brauchst du Hilfe gerade? Und wenn man das auch kommuniziert und das dann weiß, das macht sehr viel aus. Also ich glaube, dafür war es sehr, sehr wertvoll. Habt ihr euch dann auch im Stuhlkreis zusammengesessen und das einmal ausgesprochen? Ja. Also Kajakfahren ist ja das eine, dann lernt man es wirklich in der Praxis. Genau. Aber ja, also wir haben jeden Tag debrieft. Also es gab jeden Tag ein anderes, so 2 Leute, die die Führung übernommen haben an dem Tag über die Kampagne da oder über den Tagesablauf. Und am Ende des Tages hat man immer debrieft. Also auch bei unseren Simulationen. Das ist der größere Teil, würde ich sagen. Das waren mehrere Monate von Szenarien in so einer Kapsel. In so einer wirklich kleinen Kapsel dann. Und dann hat man vielleicht einen simulierten medizinischen Notfall oder dann hat man einen Alarm im Vehikel. Und was macht man als erstes? Man ist gestresst. Wer macht was? Auch sehr wichtig. Und danach wird immer debrieft, immer. das Team sind ja nicht nur diese 4 Leute, die dann da in der Kapsel sitzen, das ist ja auch das Bodenpersonal. Waren die auch involviert in euer Teambuilding? Ja, absolut. Also am Anfang hat man Simulationen nur als Team und dann, je kompetenter man wird, hat man dann die Simulation auch mit dem Bodenteam. Und ich muss sagen, ein Grund, warum ich mich auch sehr sicher gefühlt habe und warum man sich einfach auf seine Aufgaben konzentrieren kann, ist, dass ich zu jeder Stimme, die ich gehört habe, wirklich das Gesicht kannte. Und das gilt auch für die Flugdoktoren oder das gilt für die Leute, die an den Konsolen sitzen. Man wusste immer, mit wem man redet. Und das fand ich auch sehr schön, hat sehr viel Vertrauen gebaut. Vertrauen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Denkst du, man muss sich gut kennen, wenn man in einem Team gut zusammenarbeiten will? Ich weiß nicht, ob kennen das richtige Wort ist. Ich glaube, man muss sich vertrauen eben und dafür muss man wissen, was für ein Typ Mensch die andere Person ist. Und ich glaube, so Verletzlichkeit ist auch ein großes Thema, dass man weiß, dass man sich verletzlich zeigen kann oder dass man sagen kann, ich bin gerade gestresst, kann mir jemand helfen, ohne dass es da Konsequenzen für gibt. Ich glaube, das ist wichtiger, als dass man jetzt weiß, was die Lieblingsfarbe von meinem Crewmember. Aber es kann auch nicht schaden. Wie hast du dich verändert als Mensch und in der Zusammenarbeit mit Menschen? Hast du was Signifikantes für dich gelernt in dieser Zeit? Die erste Sache, die nicht unbedingt mit Menschen per se zu tun hat, sondern eher mit Umständen, ist, dass es wie 2 verschiedene Arten von Situationen gibt. Nämlich die einen, die man kontrollieren kann und die anderen, die man nicht kontrollieren kann. Und es bringt nichts, sich wie zu stressen, wenn man gerade keine Kontrolle über die Situation hat. Also wenn zum Beispiel unser Launch angesetzt ist und er wird wegen Wetter verschoben oder vielleicht verschoben, dann bringt es, also es ist sehr einfach, sich darauf zu fixieren und zu denken, so, wie wird denn das Wetter, aber ich kann ja nichts machen. Und da, sage ich mal, diese Sorgen auszulagern, hoffe ich, dass ich das auch jetzt mitnehmen kann für mein zukünftiges Leben. In Bezug auf Menschen, glaube ich, auch sehr viel, wie du meintest, so Demut. Weil ich finde, das war jetzt so ein großes Privileg, dass ich denke, so ich würde gerne jetzt anderen Leuten den Vortritt lassen für, wenn es jetzt nochmal so eine Chance gibt oder für andere große Sachen, weil ja, sowas passiert ja einem nicht so, also ich finde es immer noch surreal, wenn ich davon erzähle. Und deswegen würde ich sagen, habe ich sehr viel Demut vielleicht auch gelernt. Wenn man nochmal auf dieses Zusammenarbeiten, im Teamarbeiten guckt, hast du da irgendeine Erkenntnis gewonnen, von denen du denkst, hey, davon könnten andere auch profitieren? Ja, Fehler zugeben. Ich glaube, es ist immer so ein Tipp, der einfach gesagt ist, aber sehr schwer umzusetzen ist. Weil es ja trotzdem noch super peinlich, wenn man einen Fehler gemacht hat. Natürlich, irgendwann hat man in der perfekten Welt hat man da gar niemanden, der irgendwas sagt. Aber irgendwer, sag ich mal, wird immer das Gesicht verziehen oder es kommt da immer was zustande. Aber ich finde, man merkt, wenn man, das haben wir auch auf See gesehen, wenn man, sag ich mal, einen Fehler so wie verheimlicht, dann wird er immer schlimmer. Als wenn man wie einen Fisch hat und den im Schrank versteckt und irgendwann riecht er. Aber es wäre ja viel besser, wenn man ihn gerade auf den Tisch
liegt, oder? Und das, finde ich, ist eine Sache, die Mut, also Leute fragen mich immer so, braucht man so viel Mut, um in eine Rakete zu steigen? Aber ich glaube, man braucht sehr viel mehr Mut, um Fehler zuzugeben. Jetzt bist du in eine Rakete gestiegen, du bist ins All geflogen und ich habe dich in einem Podcast mal sagen hören, dass das ein lang gehegter Karrieretraum von dir war. Also, dass du da wirklich minutiös, ich übertreibe nur minimal, jetzt drauf hingearbeitet hast. Ist dem so und wie ist dir das gelungen? Ich würde sagen, nicht so ganz. Also ich mache immer so 5- und 10-Jahrespläne mit meinen Freunden, einfach damit man guckt, so, was ist denn das Coolste, was ich erreichen kann. Und auf meinem 10-Jahresplan stand so Astronautin werden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das innerhalb von 3 Jahren dann klappt. Und ich bin auch ein großer Fan davon, nicht zu viel Karriere zu planen, sondern eher den Weg dahin zu planen. Also ich finde, wenn man etwas macht, was wirklich die Passion ist, und bei mir ist es dann extreme Umgebungen, und so rauszufinden, wie wir umdenken. Das ist eher das, was mich angetrieben hat, sage ich mal, so eine Laufbahn zum Beispiel auf See zu verfolgen oder jetzt in der Arktis. Und dann, sage ich mal, wenn man ein Ziel dazu hat, was dazu passt, dann ist das super. Aber am Ende des Tages ist die längere Zeit ja der Weg, den man dahin läuft. Und ich finde, wenn man darin keinen Spaß hat, dann ist es verschwendete Zeit. Was steht denn in der 10-Jahres-Liste auf dem letzten Platz? In der nächsten? In der nächsten. Ich möchte immer noch gern Grönland überqueren auf Skiern. Also das war auch ein großer Traum noch, wo ich ja eigentlich auf dieser Svalbard aus Spitzbergen-Expedition war. Und das würde ich immer noch gern machen, einfach als Challenge. Und ich würde auch gern, also ich arbeite ja in der Robotik, mehr über auch so Vertrauen zu so Menschen, zwischen Menschen und Maschinen verstehen. Aber das heißt auch sehr viel Vertrauen zwischen Menschen. Oder zum Beispiel vertrauen Menschen Maschinen mehr, die Fehler zugeben. Tatsächlich gab es eine Studie, aber das ist ja das Gleiche auch für Menschen. Das heißt, ich glaube, wir lernen sehr viel in unserem Umgang, durch auch unserem Umgang mit Technologie. Ich muss noch mal darauf zurückkommen, dass du mit Freunden, also im Plural, ihr euch hinsetzt und 5- bis 10-Jahrespläne macht. Das finde ich ziemlich aufregend. Also hätte man mir vor 5 Jahren gesagt, du wirst irgendwann in einem fliederfarbenen Studio in Berlin sitzen und einen Videopodcast machen, dann hätte ich gedacht, was ist ein Videopodcast? Also ich denke immer, ich arbeite in einer Branche, die sich wahnsinnig schnell verändert. Und so 5-Jahrespläne zu machen, ist total schwierig. Das stimmt. Wie macht man das? Und wenn dann was dazwischen kommt, wie geht man mit den Rückschlägen um? Ja, gute Frage. Und mich würde auch interessieren, was in euren 5- und 10-Jahresplänen steht. Schon mal so als Teaser, aber ihr könnt schon mal überlegen. Aber ich würde sagen, nicht zu viel denken, weil es ist ja einfach, man schreibt ja auf, was so der Traum ist eigentlich. Und wenn man das zu sehr zerdenkt, dann macht es wieder keinen Spaß. Oder also es ist eher so dieses, wenn ich jetzt keine Restriktion hätte, was würde ich machen? So, und wie geht man mit Rückschlägen um, ist, glaube ich, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Also es ist ja jetzt keine Anleitung fürs Leben und wenn es nicht klappt, dann ist das ganz schlimm, sondern man trifft ja meistens auf dem Weg, sag ich mal, wieder interessante Menschen, wieder interessante Inputs, wo es dann hingehen kann und das entwickelt sich ja dann alles weiter. Also es ist so sehr eine organische Sache und ich glaube, die Ziele sind eher so da, um sich so ein bisschen selbst zu challengen und nicht so als wirklicher Blueprint für das, was man erreichen muss. Aber genau. So, jetzt sind wir dran, Marc. Ja, wie gesagt, ich bin skeptisch, ob solche 5- oder 10-Jahrespläne tatsächlich irgendwie, also mir würde es, glaube ich, weniger Orientierung und mehr Sorge machen als, ja. Na, ich habe jetzt schon einen Plan. Ich möchte in den nächsten 5 Jahren gerne mit meiner Freundin mit einem alten Wohnmobil um halb Europa zumindest fahren. Mal gucken, wann das klappt. Ja, cool, aber auch. Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du an Robotern forscht, autonome Systeme, die in Extremsituationen klarkommen. Kannst du das mal ein bisschen genauer erzählen, was das bedeutet? Ja, klar. Also wir arbeiten mit Ozeanrobotik, also vor allen Dingen dann Schiffen oder Unterseerobotik. Und die Regeln ändern sich, wenn man auf einmal in einer extremen Situation ist. Was heißt das? Bei Booten ist es jetzt zum Beispiel Eis oder viel Wind, auf einmal viel Wellen. Vor allen Dingen in der Arktis ändern sich die Umstände sehr schnell. Und dann ist es ganz interessant, weil wir als Menschen wissen auch gar nicht so richtig, wie wir dann Entscheidungen treffen, aber wir treffen sie anders. Oder ein bisschen, es passiert natürlich mehr, man hat eine andere Gewichtung. Und ich finde es sehr spannend, so diese Expertise. Also wenn ich zum Beispiel mit Kapitänen und Kapitäninnen von Eisbrechern rede und frage so, wie trefft ihr denn Entscheidungen, wenn das Wetter wirklich schlecht ist? Dann ist das meistens so, ja, jahrelange Expertise, irgendwie Intuition. Und wie bringt man jetzt Intuition auf eine Maschine, wenn wir es noch gar nicht selbst herausgefunden haben, wie wir das als Menschen machen? Finde ich sehr spannend. Das ist ja auch wieder in der Art, was Menschliches in die Maschine bringen. Wie gehst du da in deiner Forschung vor? Ich finde, es ist sehr wichtig, Transparenz zu haben.
Weil im Moment ist es ja sehr viel so, man hört sehr viel von Large Language Models oder von sehr viel AI, die eine Blackbox ist. Und dann ist es sehr schwer zu verstehen, warum jetzt eine Entscheidung getroffen wurde oder was wurde da jetzt gelernt. Und in meiner Forschung gucke ich, dass man so einen Layer hat, sage ich mal, eine Ebene, wo man dann versteht, es wurde aus diesen und diesen Gründen getroffen, sodass man es verifizieren kann oder zur Not dann auch eingreifen kann. Oder weil ich glaube, die Änderungen so in unsere Relation zu Maschinen ist auch fließend. Also nicht, dass auf einmal am Morgen wachen wir alle auf und haben alle einen humanoiden Roboter, sondern es ist eher so, ja, irgendwie über die Jahre werden wir mehr und mehr oder weniger, manchen Sachen vielleicht weniger vertrauen, in anderen mehr und rausfinden, was wir eigentlich überhaupt an Roboter abgeben wollen. Also zum Beispiel Hausarbeit oder, würde ich gerne abgeben. Ich weiß nicht, würdet ihr einen Haushaltsroboter, so einen humanoiden haben wollen? Ich glaube nicht. Yeah. Also ich habe mich bisher auch verwehrt, diesen Staubsaugerroboter. Echt? Ja. Ich möchte das gerne selbst machen. Ja, habe ich auch nicht. Ich koche selbst sehr gerne und das würde ich auch jetzt nicht einen Roboter machen lassen wollen. Also Wäsche falten wäre vielleicht schon was. Oder? Ja. Aber sind das tatsächlich die Anwendungsfälle, über die wir dann sprechen, wenn wir über deine Forschung sprechen? Oder sprechen wir auch davon, einen Roboter auf den Mars zu schicken, der dann da das Gelände erkundet? Meine Forschung ist direkt ja eher, sag ich mal, in der algorithmischen Arbeit für solche Explorationsroboter. Also ja, man könnte es auch für einen Mars-Roboter anwenden. Dann sind die, sag ich mal, die Gefahren oder was wichtig ist, anders. Also zum Beispiel in einem Haushalt gibt es jetzt vielleicht nicht auf einmal einen Sturm, der da losbricht, sondern es ist eher vorhersehbar. Aber wenn wir jetzt über Exploration reden, dann ist es zum Beispiel sehr unvorhersehbar, weil es ist ja Erkundung, wir wissen nicht, was wir finden. Es ist eine extreme Umgebung, es gibt keine Atmosphäre. Das heißt, es ist schon mal sehr schwierig, irgendetwas zu bauen dafür. Und mich faszinieren extreme Umgebungen, weil sie uns zwingen, umzudenken und wirklich unser Bestes, es ist so wie ein sehr strenger Lehrer, oder? Weil der das Beste für uns möchte oder die das Beste für uns möchte. Einfach weil man auf einmal denkt, okay, ich muss wirklich mein Bestes geben, um in dieser Situation Erfolg zu haben. In Extremsituationen hat man ja meistens eine Entscheidung, die richtig ist und eine, die falsch ist. Was ist denn, wenn man die falsche trifft? Das ist eine Sache, wo wir Menschen noch ganz gut drin sind, tatsächlich mit Rückschlägen klarkommen. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt. Aber das ist ein anderes Forschungsgebiet, wo man dann schauen muss, okay, was mache ich denn, wenn jetzt etwas kaputt gegangen ist zum Beispiel. Da wird es auch in der Zukunft, denke ich, noch sehr viel so Menschen und Roboter in Zusammenarbeit geben am Anfang, weil im Moment sind Roboter noch nicht sehr clever oder sehr gut sich anzupassen. Deswegen denke ich, am Anfang wird auch noch oft ein Mensch vielleicht dabei sein. Gibt es irgendwas, eine automatische Funktion, die du dir selber manchmal wünschen würdest für dein Leben? Ja, also wie ich vorhin meinte, ich glaube, so Haushaltsarbeit würde ich gerne abgeben. Ja. Automatische Funktion, ich glaube, ich fände es sehr spannend. Also Roboter sind ja auch sehr gut in repetitiven Aufgaben. Wenn man eben so sagt, okay, Exploration auf dem Mars zum Beispiel oder auf dem Mond, dass die Menschen die kreative Hoheit, sage ich mal, behalten, dass man sagt, okay, was wollen wir rausfinden? Was wollen wir erforschen? Und, sage ich mal, die Proben sammeln, das kann dann der Roboter machen. Du bist ja in den Endzügen deiner Doktorarbeit. Womit beschäftigst du dich da ganz konkret? Was ist das, was dich fasziniert, wo du total dran bist? Genau, also mich fasziniert sehr, wie man eben genau diese Schicht an, Transparenz hat in Entscheidungstreffung. Also erstmal, wie trifft man überhaupt Entscheidungen? Wie wiegt man jetzt ab? Okay, in unserem Fall sind das Boote, die nach Zooplankton zum Beispiel oder die den Ozean besser verstehen. Und wie wiegt man jetzt ab? Mein Risiko ist, da sind vielleicht Eisschollen und das Wetter ändert sich zu, okay, wir haben aber hier gerade ein sehr interessantes Phänomen. Wie man die Entscheidung trifft, das finde ich sehr, sehr spannend und da spezialisiert sich meine Forschung drauf. Hast du da schon erste Erkenntnisse? Wie funktioniert denn Entscheidungen treffen? Was hast du darüber gelernt? Ja, also ich bin noch am Anfang meiner Doktorarbeit, deswegen will ich jetzt noch keine unveröffentlichten Ergebnisse hier breitgeben, aber sobald was veröffentlicht ist, sage ich hier Bescheid. Alles klar, dann laden wir dich nochmal ein. Ja. Was dieser Tage veröffentlicht wird, ist dein Buch. Ein bisschen Weltraum für alle heißt das. Was ist denn das Wichtigste, was du deinen LeserInnen mitgeben möchtest? Es geht sehr viel darum, warum wir erkunden als Menschen. Also ich hatte angefangen, sage ich mal, so ein Tagebuch zu schreiben von der Mission. Und dann ist mir aufgefallen, es gab so viele große Fragen, wo ich keine Antwort drauf gefunden habe. Und es ist, denke ich, eine Erkundungsreise dahingehend, so warum oder was uns auch als Menschen ausmacht. So warum schicken wir nicht einfach Roboter zum Beispiel? Aber auch, sage ich mal, philosophische Fragen. Warum
Sollten wir nach Unsterblichkeit streben zum Beispiel? Oder was machen eben solche großen Erkundungsreisen oder überhaupt Erkundungsreisen mit uns? Ich bin sehr für einen konstruktiven Optimismus für die Zukunft, weil ich finde, durch Zynismus können wir nichts aufbauen, was wir eigentlich sehen wollen. Wir haben alle ein Bild im Kopf, wie eine Utopie aussehen würde. Und deswegen gibt es noch einen Teil dazu, okay, wie sieht denn deine Utopie aus oder was kann man sich überhaupt vorstellen? Wovon darf man träumen? Nach Unsterblichkeit streben, ist es was für dich Erstrebenswertes, unsterblich zu sein? Persönlich finde ich nicht. Ich finde, es sollte, wenn dann, kommen als Beigeschmack, sage ich mal, von etwas, was man erreicht hat. Aber ich glaube vor allen Dingen in Zeiten, wo man sehr viel so keine Metrics wie Social Media hat und sagt, ich möchte aber unbedingt, weiß ich, so viele Likes wie möglich haben, wo aber nichts dahinter steht, finde ich es wichtiger zu sagen, so eigentlich möchte ich, da sind wir wieder bei den 5- und 10-Jahresplänen, gut darin werden, zum Beispiel, ich weiß nicht, extreme Umgebung zu verstehen. Und wenn man dadurch dann zufällig was findet, was der Menschheit weiterhilft und das dann ein Beigeschmack ist, dann denke ich, ist das okay. Ich glaube, es macht vielleicht auch gar nicht so viel Spaß. Dann, Ist es wichtig für dich, dass was bleibt? Also was du jetzt geschaffen hast, eine Forschung oder aber auch so ein Buch, also so eine Erkenntnis, die du irgendwie vermittelst, etwas, was bleibt, auch nach dir. Ist das eine Form von Unsterblichkeit? Ich finde, es ist wichtig, dass man wie einen Mehrwert mitbringt. Also das haben wir auch versucht mit der Fram-2-Mission oder dass man sagt, wir haben so viel Forschung mit, um wie einen Mehrwert zu generieren, wenn man schon das Privileg hat. Und das muss, finde ich, nicht etwas sein, was für immer bleibt, sondern worauf andere Leute aufbauen können. Oder dass man sagt, wir haben hier dieses kleine, unwichtige Detail gefunden, was jetzt gerade unwichtig ist, aber jemand anders nimmt es und macht daraus etwas Großes. Und das, finde ich, ist das Schöne auch an der Forschung, dass man so diese Weltgemeinschaft hat. Und wir forschen alle und finden manchmal wichtige, manchmal nicht so wichtige Sachen. Aber das weiß man vorher noch gar nicht. Aber wir arbeiten da alle zusammen dran und das finde ich das Schöne. Zentral ist ja, dass du mathematisch, naturwissenschaftlich interessiert und auch sehr gut ausgebildet bist. Jetzt gibt es heute in den MINT-Fächern ja unglaublich wenig Mädchen, immer noch an der Schule. Und wenn es dann an Studieren geht, noch viel weniger. Was ist das, wo du denkst so, hey, Mädels, macht es, weil das ist super spannend und das ist das, wo ihr hingehört? Also jeder hat so seine eigene Nische, würde ich sagen. Und das Wichtigste ist, finde ich, aber Fragen zu stellen. Also uns wurde auch, mir hat mal eine Professorin auch gesagt, immer Fragen stellen, weil wenn man bekommt manchmal die Reaktion so, warum weißt du das denn nicht? Wie kann es denn sein, dass du das gar nicht überhaupt mitbekommen hast? Aber dann würde ich mal nachfragen, so ja, dann erklär's doch. So, weil alle ungefragten Fragen sind, sage ich mal, einfach verschwendete Gelegenheiten, etwas zu lernen, was man dann später immer noch nicht weiß, oder? Und sich trauen, Fragen zu stellen und groß zu träumen, würde ich sagen. Also die beiden Sachen. Und dann kommt man nicht unbedingt nur in die Naturwissenschaften, sondern überall hin. Du hast jetzt schon gesagt, es muss nicht unbedingt das große Werk sein, das man hinterlässt. Auch Bruchstücke helfen anderen Menschen dann wieder damit weiterzuarbeiten. Wer war denn so für dich eine Inspiration oder welche Bruchstücke haben dir so auf deinem Weg geholfen? Gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Leuten aus meinem Umfeld und vor allen Dingen Leute, die für sich einstehen und die, sag ich mal, einfach ihr eigener Mensch sind, ohne dass sie interessiert, was jetzt links und rechts Leute sagen, finde ich sehr inspirierend. Und wenn man jetzt historische Menschen anschaut, dann natürlich die Polarabenteurer, so Fridtjof Nansen zum Beispiel, der ja auch eine Theorie hatte, zum Beispiel, ich denke, es gibt diese Driftströmung und ich möchte ein Schiff bauen, was diesen transpolaren Drift ausnutzt, um gen Norden zu fahren. Und da hat er auch sehr, sehr viel Kritik bekommen zu der Zeit. Und Leute haben gesagt, ja, du weißt ja noch nicht mal, ob es überhaupt Land oder Wasser oder was überhaupt am Nordpol ist. Und er hat gesagt, nein, aber wir haben hier so viel wissenschaftliche Grundlagen, wir machen das jetzt einfach. Und auch super akribisch geplant. Also ich würde sagen, eben so Fridtjof Nansen ist definitiv ein Vorbild. Ja. Und wir haben dich gebeten, etwas Inspirierendes mitzubringen, einen Gegenstand. Und du hast uns mitgebracht eine? Das ist eine Replika der Freiheitsglocke, die im Rathaus Schöneberg in Berlin hängt. Ich bin aus Schöneberg und ich finde auch, wir Berliner, wir mögen auch Freiheit im Sinne von individuelle Freiheit. So Menschen sollen ihre eigenen Menschen sein, oder? Und deswegen, die haben mir meine Eltern mitgegeben, habe ich die im Weltall fliegen lassen und ein Stück Berlin mitgenommen. Hat denn dein Allaufenthalt deine Einstellung zu Freiheit verändert oder gibt es da
Hast du nur gedacht so, hey, das ist so großartig und da lohnt es sich, Freiheit zu leben? Ich glaube, wir merken manchmal nicht, wie viel Freiheiten wir haben, vielleicht als Menschheit. Und wie viel wir eigentlich jetzt wir haben ja die perfekten Voraussetzungen, jetzt alles Mögliche, alle möglichen Probleme anzugehen. Und ich würde sagen, diese größere Perspektive ist bei mir geblieben. Ich freue mich auf eine Zukunft, aber eher, wo wir als Menschheit generell gelernt haben, im All zu leben und zu arbeiten. Und ich denke, dafür sehen wir eben auch gerade den Umschwung in der Raumfahrt, dass man sagt, okay, wir haben autonome Raumschiffe, also Raumschiffe, die sich selbst fliegen. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt ein Mondhabitat bauen wollen, können wir ganz andere Experten hochschicken, die nicht mehr Testpiloten sein müssen, sondern die in der Bildung arbeiten oder was braucht man denn alles für eine Gesellschaft? Warum müssen wir überhaupt ins All? Ich komme noch mal zum Anfang zurück. Ich, großer Star Trek-Fan, mein Lieblingskapitän ist Captain Picard. Der Schauspieler, der Captain Picard spielt, Patrick Stewart, sagt bei jeder Gelegenheit, Geld fürs Weltraumreisen auszugeben, ist kompletter Quatsch. Wir haben doch genug Probleme auf der Erde, um die wir uns kümmern sollten. Warum müssen wir ins All? Ich glaube, wir müssen nicht. Aber ich glaube, dass es so ein Schwarz-Weiß-Denken ist, immer auch entweder All oder die Erde, ist nicht ganz angebracht. Also ich glaube, viele Dinge, die wir lernen werden im All, eben gerade durch extreme Bedingungen, zum Beispiel, wie lebt man denn als 200-köpfige Gemeinschaft zusammen, 2 Jahre lang hin und zurück zum Mars. Daraus können wir sehr, sehr viel lernen, wie wir auf der Erde kommunizieren. Oder dass für die Marsreise, wenn man zurückkommen muss zum Beispiel Carbon Capture gelöst sein. Solarzellen müssen sehr, sehr viel effizienter sein. Also ich glaube, wir Menschen denken manchmal ein bisschen zu geradlinig, auch wenn die Lösungen von Problemen gar nicht so geradlinig sind. Und wir Menschen sind Entdecker und Entdeckerinnen. Und deswegen denke ich, müssen wir nicht ins All. Aber es wird uns sehr viel, sehr viel voranbringen. Und das war eine Folge von Wie machst du das bloß? Vielen herzlichen Dank, liebe Danke Rabea, euch. dass du bei uns warst. Dankeschön für die Einladung. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt oder uns einen Gast oder eine Gästin vorschlagen möchtet, dann könnt ihr das jederzeit auf den Plattformen in den Kommentaren tun oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an wmddb@zeit.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Bis bald.